Das ist die Tür zur Konstruktion. Normalerweise ist es absolut geheim. Wir dürfen da nicht reingehen beim Sommerfest. Aber ich habe heute die Erlaubnis, ich darf da mal reingucken. Und das mache ich jetzt. Hallo Rainer. Hallo. Interesse, dass ich ein bisschen was zeige, ein bisschen was vorführe? Unbedingt. Okay, dann machen wir uns ran. Zufällig arbeite ich gerade an dem Modell für Sommerfest, das ja später in der Spritzerei zu sehen ist oder im Formenbau. Es dauert jetzt trotzdem einen kleinen Moment, wenn wir switchen zwischen den Teilen. Mhm. Hier sieht man die einzelnen Teile, Fahrerhaus. Genau, wo kriegt ihr denn die Pläne her? Also das ist ja schon alles sehr detailliert. Also Pläne, die Zeiten sind eigentlich im Endeffekt vorbei. Mhm. Man kriegt original 3D-Daten zum größten Teil. Sind es die meiste Zeit vom Originalhersteller, bekommen wir die 3D-Daten, so wie das Fahrzeug später eigentlich im 1:1 ausschaut. Ja, also wir kriegen es noch nicht in 1:87, sondern 1:1. Okay. Pläne wird später manches Mal bei 2D-Zeichnungen, wenn vereinfachte Sachen, wenn ich die Datenmenge gar nicht brauche, wo ich sage, es reicht mir zweidimensionale normale Zeichnung, aber zu 80% sind es 3D-Daten. Das heißt, weil ihr die Originalpläne kriegt, ist deshalb auch diese Geheimhaltung hier so hoch. Also ich bin erst gar nicht reingekommen. Die Geheimhaltung ist aus dem Grund so hoch eigentlich, weil man muss ja vorstellen, wie jetzt als Beispiel hier, wenn wir jetzt den MAN GX sehen, der ist vorgestellt worden Anfang des Jahres oder ich glaube Februar, wenn mich nicht alles täuscht, von MAN-Seite selber. Jetzt ist es, und wir haben ja begonnen, ein Jahr vorher, Datenunterlagen da, bevor irgendwas veröffentlicht, bevor vielleicht sogar auch ein Erlkönig zu sehen ist, haben wir Daten schon. Deswegen diese Geheimhaltung, die ja sehr streng gehalten wird, sind wir auch vom Originalhersteller dazu verpflichtet. Ich sehe schon, ihr habt auch eine Karte hier am Computer. Das heißt, allein das Passwort reicht gar nicht aus, um an die Pläne zu kommen. Nein, das reicht nicht aus. Das ist doppelte Sicherheit. Einmal Passwort, ohne Karte kein Zugriff. Jetzt haben wir hier den Originalplan von dem großen LKW 1:1 und den baut ihr um zu 1:87. Was ist denn das Schwierige daran, diesen großen Plan von einem richtigen LKW auf ein Modell zu übertragen? Man muss sehen, dass wir eigentlich das Fahrzeug selber, wenn wir das 1:87 hier verkleinern würden, wo ja sicherlich gemacht wird, es wird runterskaliert um 87 mal kleiner, aber Sie müssen sich ja vorstellen, wenn Sie manche Sachen, ob das die Holme im Endeffekt sind hier, diese Streben, besonders kleine Sachen, wie überlegen wir mal die Spiegel oder solche Sachen, die ja ziemlich klein sind. Die können wir ja nicht 1:1 umsetzen. Der Kunststoff braucht ja auch später bestimmte Wandstärken, bestimmte Größen. Und daher können wir nicht einfach sagen, und da müssen wir es übertreiben anfangen. Das ist auch später, das ist diese Designgeschichte, wo wir dann sagen, wir können nicht alles übernehmen, sondern es muss später trotzdem der Kunde sehen, weil wenn das zu klein ist, da fehlt ja vorne die Strebe. Also müssen wir das wieder übertreiben. Andere Sachen sind dann wieder, man muss es etwas verkleinern, das nicht so dominant rüberkommt. Also das ist die Erfahrung, die man dann setzt. Was wird später am Modell das Interessante sein? Wie lange braucht man, um dann so einen LKW von dem Originalplan auf das 1:87er, auf den 1:87er Plan zu übertragen? Die Geschichte ist die, man muss ja anfangen zu sagen, das Runterverkleinern ist die kleinere Geschichte. Die größere Geschichte ist dann, wenn ich dann sage, ich mache diese ganzen Einzelteile. Wir fangen ja an, machen uns Gedanken, wie wird das Modell zusammengebaut, wie kann ich es überhaupt später im Werkzeugbau umsetzen, ja, oder spritzen, genauso montagefreundlich soll es ja auch sein. Und dann bin ich aber am Komplettmodell. Und da muss ich immer sagen, da wir ja zeitlich auch gebunden sind. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, der Hersteller kommt meistens 1 Jahr oder 2 Jahre davor, sondern es ist manchmal auch nur ein halbes Jahr. Und dann müssen wir konform das erste Teil machen, mit dem Risiko sagen, man fängt im Formenbau schon an, obwohl man an anderen Teilen noch arbeitet. Also es wird nicht so, dass wir es komplett fertig haben. Wenn alles fertig ist, geben wir es weiter, geben wir das weiter, sondern es ist immer ein Hand in Hand, dass wir Zeit sparen. Die Durchlaufzeit ist das Entscheidende. Und darum wir reden eigentlich immer von einer Durchlaufzeit, die vom ersten
Hammerschlag kann man jetzt bei uns nicht sagen, da tun wir uns schwer, wenn wir solche Aussagen machen. Aber vom ersten Griff daran bis die Form zur Freigabe, also bis zur Produktion, zur Serienproduktion starten, reden wir bei so einem Fahrzeug von 7 Monate bis 8 Monate. Okay, doch ganz schön lange Zeit. Und jetzt habt ihr da eine ganze Menge Teile. Wann zeichnet sich denn ab, wie viele Teile so ein LKW dann mal haben wird? Das zeichnet sich ganz am Anfang ab. Also es wird, wir beginnen, sagen, das ist, wenn es im 3D zum Beispiel da ist oder wenn auch mal in den schlechtesten Fällen im Moment bei geheimen Sachen gibt es ja keine Fotos noch nicht, ist ja auch streng geheim in den großen Unternehmen. Ja. Da ist es so, dass wir das dann anschauen, sagen, wir brauchen jetzt, da kommt die Erfahrung wieder raus, was man so über die Jahre gehabt hat. Wir brauchen ein Fahrerhaus, wir brauchen einen Dachspoiler, wir brauchen Innenteil, Fenster, Kabinenboden, weil es kippen soll, dieses Fahrerhaus zu machen. Und so werden die Teile davor eigentlich bestimmt. Weil wir müssen ja davor auch sagen, ja, das wird uns so und so viel kosten, weil es ist trotzdem auch bei uns Kosten-Nutzen-Faktor. Ja, das ist nicht so, dass wir sagen könnten, ja, wir machen das, so viele Teile und am Schluss ist es von den Einzelkosten, weil ich so viel Arbeiten dran habe, nicht rentabel. Also muss es von vornherein eigentlich schon zum größten. Es werden kleine Änderungen sicher geben, wo man auch in der Konstruktion sieht, funktioniert nicht so gut, ist auch werkzeugtechnisch nicht so gut umsetzbar. Das sind, aber der Großteil ist, es gibt von Haus auf von vornherein eine Stückliste. In der Stückliste wird vorgesehen, wie wird das Teil lackiert, was wird bedruckt, ob jetzt wie hier, wenn man hier den Löwen als Beispiel nimmt, dieses Teil schaut jetzt eigentlich verhältnismäßig einfaches Teil aus, aber es muss danach noch, was hier weiß abgebildet ist, wird theoretisch als Silber, Hochglanzsilber geprägt, Entschuldigung, was man mit Sicherheit auch zu sehen ist irgendwann. Und dann wird innen dieser Bereich noch in dem schwarzen Ton wieder überdruckt. Okay. Weil dieser kleine Löwe, den darzustellen als Gravur, das ist eine Kunst. Ja, also ist nicht einfach, weil Sie müssen ja sagen, die kleinen, wie jetzt mal ganz blöd gesagt, der Schwanz vom Löwen oder, wenn man ja hier sieht, stellenweise die Zähne, alles drum und dran, das soll ja alles detailliert irgendwann dargestellt werden. Das kann man noch 1:87 sehen? Ja, Sie werden, also was sehen, wenn du der Lupe nimmst, jetzt, das Problem ist, die Teile, wo ich hier jetzt stehen habe, sind ja noch keine veredelten Teile. Die veredelten Teile kommen erst später zu mir. Ja, genau. Das sieht man dann am fertigen Modell alles und das sieht man. Und diese Schritte müssen alle von vornherein geklärt sein, dass wir wissen, was brauchen wir dann später hinten raus noch. Jetzt das Modell auch für das Sommerfest. Wie viele Teile hat der LKW insgesamt? Beim Fahrerhaus wären wir ungefähr bei 20 Einzelteilen. Sag jetzt einmal. Dann kommt das Fahrgestell ja alles noch dazu und das summiert sich dann wieder auf. Das heißt, ihr konstruiert dann auch die Werkzeuge? Genau. Also nicht nur das Bauteil, sondern auch das Werkzeug dazu. Die Werkzeuge werden auch bei uns gemacht und dann gibt es später, dann wird genauso im 3D modelliert und später wird dann die Zeichnung, jetzt hier einfach mal eine Zeichnung von einem Seitenschieber. Man sieht hier die Kontur von der Seitenverkleidung und so geht diese Zeichnung in die nächste Abteilung Formenbau weiter, wo jetzt vorbereitet wird, Löcher gebohrt, vorgefräst, ob das dann Draht geschnitten wird oder ob das dann NC gefräst wird oder per Hand und später dann auch zusammen tuschiert. Tuschieren heißt, dass es so zusammenpasst, dass wirklich nirgends rausspritzt. Okay. Und diese Daten, die wir auch hier haben, gehen dann an die nächste Abteilung. Darum sind wir so verbunden, dass wir bei uns in der Abteilung zum Beispiel sitzt auch Teil der Programmierer für die Maschine unten, die dann die Elektroden programmieren für die CNC-Maschine. Weil du gerade Zeichnungen sagst, das ist ja jetzt alles Computer. So Zeichnungen, wie es früher gab, die gibt es gar nicht mehr, oder? So wie es da drüben zu sehen ist, diese Zeiten sind eigentlich vorbei. Es ist auch, ich muss aus meiner Warte auch sagen, man tut sich auch schwerer. Früher war das Zeichnungslesen, Zeichnung, wo ist was. Kein Problem, hat man sich danach. Aber jetzt, durch das, dass man alles im 3D macht und alles nachschaut, ist oft einmal so, ach, bevor ich jetzt in der Zeichnung irgendwo jetzt genau nachschaue, wenn die Frage kommt,
rufen wir schnell auf. 3D ist es einfach, man hat sich dran gewöhnt. Gut, dann vielen Dank, dass ich hier mal reingucken durfte. Gerne. Wo geht es denn jetzt weiter in der Firma? Also ich würde jetzt einfach sagen, du gehst den Weg, den unsere Zeichnungen als nächster machen, in Formenbau. Alles klar. Wäre vielleicht der beste Weg. Dann vielen Dank. Viel Spaß noch beim Rundgang. Ja, habe ich. Tschüss. Tschüss.